Lektion 1. Komfort beim Online-Shopping. Hey Anna, hast du in letzter Zeit viel online eingekauft? Weißt du, ich mache in letzter Zeit öfter davon. Es ist einfach so praktisch. Vollkommen. Die Möglichkeit, von zu Hause aus einzukaufen, ist ein entscheidender Faktor. Haben Sie Lieblings-Online-Shops? Nun, ich war wirklich beeindruckt von einigen der Websites für Haushaltswaren und Dekoration. Sie haben oft eine große Auswahl und eine schnelle Lieferung. Das ist großartig. Das wollte ich schon lange verschönern, also werde ich mir die ansehen müssen. Definitiv. Einige von ihnen bieten sogar eine Lieferung nach Hause an, was sehr hilfreich ist. Oh nett, das macht es noch einfacher. Sie müssen sich keine Sorgen machen, große Gegenstände nach Hause zu schleppen. Genau. Die Liefermöglichkeiten dieser Tage sind wirklich beeindruckend. Das ist gut zu wissen. Das muss ich mir ansehen. Lektion 2. Organisieren digitaler Dateien. Hey Anna, hast du in letzter Zeit daran gearbeitet, deine digitalen Dateien zu organisieren? Weißt du, das habe ich. Es war ein kleines Projekt, aber es ist so hilfreich. Ich wette, es kann ziemlich überwältigend werden mit all den Dateien, die wir heutzutage ansammeln. Definitiv. Ich habe versucht, ein gutes System zu entwickeln, um alles zu organisieren. Das ist eine tolle Idee. Irgendwelche Tipps, die du teilen kannst? Nun, ich habe alles in verschiedene Ordner unterteilt. Das macht es viel einfacher, Dinge später zu finden. Klug. Diese Struktur zu haben, ist entscheidend. Welche Kategorien verwendest du? Dinge wie Arbeit, Persönliches, Fotos, Dokumente und so weiter. Ich versuche nur, ähnliche Dateien zu gruppieren. Das macht absolut Sinn. Kategorisieren ist definitiv der richtige Weg. Lektion 3. Folgen des Erdbebens. Morgen. Hast du von dem Erdbeben gehört, das San Francisco letzte Woche heimgesucht hat? Ja, es war schrecklich. Ich habe gehört, dass es viel Schaden gegeben hat. Absolut. Viele Gebäude sind eingestürzt und die Stadt liegt in Trümmern. Der Wiederaufbau wird lange dauern. Das ist so traurig. Ich erinnere mich, dass das Erdbeben von 1906 genauso verheerend war. San Francisco scheint eine Geschichte von Naturkatastrophen zu haben. Du hast recht. Das Beben von 1989 hat auch viel Zerstörung angerichtet. Es ist jedoch erstaunlich, wie widerstandsfähig die Stadt ist. Sie schaffen es immer, wieder auf die Beine zu kommen. Definitiv. Die Menschen in San Francisco sind hart und entschlossen. Ich bin sicher, sie werden zusammenkommen und die Stadt wieder in ihrem früheren Glanz erstrahlen lassen. Daran habe ich keinen Zweifel. Die Einwohner von San Francisco gehören zu den fleißigsten und innovativsten Menschen, die ich kenne. Sie werden noch besser als zuvor wieder aufbauen. Das ist toll zu hören. Ich hoffe, der Genesungsprozess verläuft reibungslos und sie können bald wieder auf die Beine kommen. Ich auch. Es wird ein langer Weg, aber ich bin zuversichtlich, dass Sie sich der Herausforderung stellen werden. Lektion 4. Schneller laufen. Hey,
Hast du das Leichtathletik-Event letztes Wochenende gesehen? Nein, ich habe es verpasst. Was ist passiert? Die Athleten verwendeten diesen neuen Schuhtyp, der ihnen helfen soll, schneller zu laufen. Interessant. Wie funktioniert das? Offenbar verfügen die Schuhe über eine spezielle Technologie, die beim Laufen Energie speichert und abgibt, wodurch der Sportler einen zusätzlichen Schub erhält. Wow, das klingt ziemlich fortgeschritten. Macht es tatsächlich einen signifikanten Unterschied in ihrer Geschwindigkeit? Nach allem, was ich gelesen habe, kann es die Laufeffizienz und Geschwindigkeit um bis zu 4% verbessern. Das ist ein großer Vorteil auf Elite-Ebene. Unglaublich. Ich verstehe, warum die Athleten diese Schuhe dann tragen wollen würden. Dieser zusätzliche Vorteil könnte den Unterschied zwischen Gewinnen und Verlieren ausmachen. Exakt. Es revolutioniert den Sport wirklich. Die Schuhe können einigen Läufern jedoch einen unfairen Vorteil verschaffen. Lektion 5. Erfolgreiche Partnerschaft. Hey, hast du von der neuen Partnerschaft zwischen unserem Unternehmen und diesem Tech-Startup gehört? Nein, habe ich nicht. Was ist der Deal? Nun, sie haben vereinbart, bei der Entwicklung einer neuen Produktlinie zusammenzuarbeiten, die unser Fachwissen mit ihrer Spitzentechnologie kombiniert. Das klingt vielversprechend. An welcher Art von Produkt arbeiten Sie? Soweit ich weiß, wird es eine Reihe von Smart Home Geräten sein, die sich in unser bestehendes Hausautomationssystem integrieren lassen. Wow, das ist echt aufregend. Die Kombination aus der Erfahrung Ihres Unternehmens und seiner innovativen Technologie könnte etwas wirklich Revolutionäres schaffen. Genau darauf hoffen wir. Die Partnerschaft wird voraussichtlich beiden Organisationen erhebliche Vorteile bringen. Das kann ich mir vorstellen. Welche Vorteile wird diese Zusammenarbeit Ihrer Meinung nach bieten? Nun, es wird uns ermöglichen, Ihren Talentpool zu nutzen und Ihre Forschungs- und Entwicklungskapazitäten zu nutzen. Außerdem wird es uns einen Wettbewerbsvorteil auf dem Smart Home Markt verschaffen. Lektion 6. Zuschauersport. Hey, schaust du gerne Sport? Weißt du, ich genieße es wirklich. Die Aufregung und Energie eines Live-Events hat einfach etwas an sich. Ich stimme zu. Ich finde, Sport zu schauen kann genauso unterhaltsam und fesselnd sein, wie ihn tatsächlich zu spielen. Absolut. Die Atmosphäre, der Jubel, der Nervenkitzel des Wettbewerbs, das alles ist Teil des Erlebnisses. Definitiv. Und das Tolle ist, es gibt so viele verschiedene Sportarten, aus denen man wählen kann. Exakt. Ob Basketball, Fußball oder sogar E-Sports, für jeden ist etwas dabei. Das ist ein gutes Argument. E-Sports haben in den letzten Jahren wirklich an Popularität gewonnen, nicht wahr? Definitiv. Das Niveau an Können und Strategie, das beim professionellen Spielen erforderlich ist wirklich beeindruckend. Ich stimme zu. Und die Produktionswerte und das Engagement der Fans bei E-Sport-Events können mit traditionellen Sportarten mithalten. Lektion 7. Sonniger Tag. Hey, es ist so ein wunderschöner Tag draußen. Ich glaube, ich werde den Sonnenschein genießen. Ich weiß,
Ist es nicht wunderschön? Die Sonne scheint so hell, dass sie fast blendet. Ja, ich blinzele fast zusammen, wenn ich es mir nur ansehe. Aber es ist das perfekte Wetter, um nach draußen zu gehen und etwas Aktives zu unternehmen. Definitiv. Ich dachte daran, einen schönen langen Spaziergang zu machen oder vielleicht sogar im Park zu joggen. Das klingt nach einer großartigen Idee. Die frische Luft und die Bewegung werden so erfrischend sein. Absolut. Außerdem ist es die perfekte Gelegenheit, etwas Vitamin D zu sich zu nehmen. Ganz gewiss. Vielleicht bringe ich sogar einen Frisbee oder einen Ball zum Herumwerfen mit, nur für ein bisschen mehr Spaß. Oh, das klingt nach einem Knaller. Ich liebe es, an einem Tag wie diesem draußen Spiele zu spielen. Ich auch. Es ist einfach so belebend, draußen in der Sonne zu sein. Lektion 8. Ein intelligenter Personaltrainer. Hallo Anna, hast du von dem neuen Smart Personal Trainer Programm gehört? Es klingt wirklich interessant. Ja, habe ich. Ich habe gehört, dass es darauf ausgelegt ist, Menschen persönlich zu beraten und ihnen zu helfen, ihre Fitnessziele zu erreichen. Exakt. Das Programm verwendet fortschrittliche Technologie, um einen maßgeschneiderten Trainingsplan zu erstellen, der auf ihrem Fitnessniveau und ihren Zielen basiert. Das ist großartig. Es muss sehr hilfreich sein, einen intelligenten Personaltrainer zu haben, der ihre Fortschritte überwachen und den Plan entsprechend anpassen kann. Definitiv. Es macht das Rätselraten bei der Fitness überflüssig und hilft Ihnen, motiviert und auf dem richtigen Weg zu bleiben. Ich bin wirklich beeindruckt von der Technologie, die dahinter steckt. Sie muss das gesamte Erlebnis viel effizienter und effektiver machen. Absolut. Ich denke darüber nach, es auszuprobieren. Wissen Sie, ob es erschwinglich und für den Durchschnittsbürger zugänglich ist? Soweit ich gehört habe, ist das Programm preiswert und in verschiedenen Fitnesscentern und Online-Plattformen erhältlich. Das ist gut zu wissen. Das muss ich mir genauer ansehen. Es klingt nach einer großartigen Möglichkeit, unter Anleitung eines intelligenten Personaltrainers fit zu werden. Lektion 9. Milchprodukte finden. Entschuldigung, wissen Sie, wo ich die Molkereiabteilung in diesem Lebensmittelgeschäft finde? Klar, es ist gleich hier drüben. In diesem Gang finden Sie Milch, Sahne und andere Milchprodukte. Großartig, danke. Ich muss etwas Milch und ein paar andere Dinge zum Backen holen. Kein Problem. Die Milchauswahl ist ziemlich umfangreich, also lassen Sie mich wissen, wenn Sie Empfehlungen benötigen. Das weiß ich zu schätzen. Normalerweise entscheide ich mich für die fettarme Variante, aber ich bin offen dafür, etwas Neues auszuprobieren. In diesem Fall sollten Sie sich die biologischen oder laktosefreien Sorten ansehen. Sie haben einige wirklich nette Optionen. Ich werfe einen Blick darauf. Und wo finde ich die Sahne für mein Backprojekt? Es ist direkt neben der Milch, im unteren Regal. Es gibt verschiedene Arten von Sahne, wie Sahne und Halbrahm. Toll, dann hole ich mir einen Karton Sahne. Das ist wirklich hilfreich. Ich bin jetzt bereit. Lektion 10. Herrliche Aromen. Hey, ich wollte dir von diesem tollen Eis erzählen, das ich neulich gegessen habe.
Oh, wirklich? Was war das Besondere daran? Die Aromen waren einfach so ausgewogen und köstlich. Ich konnte nicht genug davon bekommen. Das ist toll zu hören. Was für Aromen hatte es? Es war eine einzigartige Mischung aus Schokolade und Karamell, mit nur einem Hauch von Meersalz. Das klingt nach einer himmlischen Kombination. Ich finde es toll, wie Eiscreme heutzutage so kreativ sein kann. Absolut. Die Textur war auch perfekt cremig und glatt. Es war einfach eine Freude zu essen. Ich werde hungrig, wenn ich nur daran denke. Wo hast du dieses tolle Eis gefunden? In einer kleinen, lokalen Molkerei. Sie verwenden mit großer Leidenschaft hochwertige, natürliche Inhaltsstoffe. Lektion 11. Medizinische Helden an vorderster Front. Hey, hast du von dem renommierten Chirurgen gehört, der unermüdlich an vorderster Front gearbeitet hat? Ja, habe ich. Er ist wirklich eine Inspiration, nicht wahr? Ich kann mir nicht vorstellen, welche Opfer er bringt. Absolut. Obwohl er ein hoch angesehener Mediziner ist, bestand er darauf, direkt an der Front zu operieren. Das ist unglaublich. Er muss ein tiefes Engagement für seine Patienten und die medizinische Gemeinschaft haben. Definitiv. Soweit ich gelesen habe, hat er auch andere medizinische Fachkräfte betreut und unterstützt. Das ist so bewundernswert. Er ist nicht nur ein ausgezeichneter Chirurg, sondern auch ein echter Marktführer auf seinem Gebiet. Exakt. Und er begnügt sich nicht nur damit, ein erfahrener Praktiker zu sein, er hat auch Lehrbücher geschrieben, um sein Wissen weiterzugeben. Wow, er ist wirklich ein Renaissancemann in der medizinischen Welt. Wir brauchen mehr Leute wie ihn, oder? Absolut. Sein Engagement und seine Selbstlosigkeit sind wirklich inspirierend, besonders in diesen herausfordernden Zeiten. Lektion 12. Auf Flughäfen navigieren. Hey, hast du irgendwelche Tipps für die Navigation auf Flughäfen während einer Reise? Unbedingt. Flughäfen können ziemlich überwältigend sein, aber es gibt ein paar Dinge, die Sie tun können, um das Erlebnis reibungsloser zu gestalten. Das ist großartig. Ich reise bald und möchte so gut wie möglich vorbereitet sein. Nun, in erster Linie sollten Sie mit viel Zeit am Flughafen ankommen, insbesondere in der geschäftigen Reisesaison. Guter Rat. Ich möchte auf keinen Fall panisch durch den Flughafen hetzen. Exakt. Und stellen Sie sicher, dass Sie sich im Voraus mit dem Flughafenlayout und den Sicherheitsprotokollen vertraut machen. Das ist ein toller Tipp. Ich werde vor meiner Reise den Flughafenplan nachschlagen und die TSA-Richtlinien überprüfen. Wunderbar. Und vergessen Sie nicht, Ihr Handgepäck wie ein tragbares Ladegerät, Snacks und alle notwendigen Medikamente einzupacken. Ich hab's. Ich werde dafür sorgen, dass all diese Artikel auf meinen Reisen griffbereit sind. Lektion 13. Besprechungspläne. Morgen. Ich wollte mit Ihnen darüber sprechen, ein Treffen zu vereinbaren, um die Projektdetails weiter zu besprechen. Guten Morgen, John. Absolut, ich denke, ein Treffen wäre eine gute Idee.
Wann möchtest du dich treffen? Nun, ich habe diese Woche an den meisten Nachmittagen frei. Funktioniert Donnerstag um 14 Uhr für dich? Donnerstag um 14 Uhr klingt perfekt. Treffen wir uns im Konferenzraum? Klingt gut für mich. Ich schicke eine Kalendereinladung mit den Details. Wunderbar, die Zeit werde ich mir auf jeden Fall sparen. Ich freue mich darauf, dann die Feinheiten durchzugehen. Das gleiche hier. Dieses Treffen sollte uns helfen, auf derselben Wellenlänge zu sein und alle verbleibenden Fragen zu klären. Definitiv. Ich weiß es zu schätzen, dass Sie die Initiative ergriffen haben, um das einzurichten. Es wird sehr hilfreich sein. Gar kein Problem. Ich freue mich, den Stein ins Rollen zu bringen. Wir sehen uns am Donnerstag. Lektion 14. Kostenlose Flugreise. Hey Anna, hast du davon gehört, dass Tassa die kostenlose Flugreise gewonnen hat? Nein, habe ich nicht. Wie hat sie das hingekriegt? Offenbar hat sie sich für einen Wettbewerb angemeldet und Glück gehabt. Sie fliegen sie für eine kostenlose Reise raus. Wow, das ist unglaublich. Ich frage mich, was der Haken ist. Freiflüge sind normalerweise nicht ohne Bedingungen. Stimmt, aber Tassa sagte, der Papierkram sehe ziemlich einfach aus. Keine versteckten Gebühren oder Verpflichtungen. Nun, dann gut für Sie. Eine kostenlose Flugreise ist ein ziemlich cooler Preis. Absolut. Ehrlich gesagt bin ich ein bisschen neidisch. Ich wollte schon immer mal so einen Flug machen. Vielleicht solltest du auch an einigen dieser Wettbewerbe teilnehmen. Man weiß nie, wann man Glück haben könnte. Haha, vielleicht mache ich das. Kann nicht schaden, es zu versuchen, oder? Tassa wird eine tolle Zeit haben. Lektion 15. Der Aufstieg von KI-Assistenten. Hey Anna, hast du in letzter Zeit viel über KI-Assistenten gehört? Ja, sie scheinen heutzutage viel Aufmerksamkeit zu bekommen. Was sind deine Gedanken zu ihnen? Nun, ich denke, sie werden definitiv beliebter und leistungsfähiger. Aber ich bin mir nicht sicher, ob sie Suchmaschinen in absehbarer Zeit vollständig ersetzen werden. Das ist ein interessanter Punkt. Was bringt dich dazu, das zu sagen? Ich habe mich gefragt, wie sie sich auf die traditionelle Suche auswirken könnten. Ich habe einfach das Gefühl, dass Suchmaschinen für bestimmte Arten von Abfragen und Informationsbeschaffung immer noch besser sind. KI-Assistenten haben ihre Stärken, aber sie sind möglicherweise nicht so umfassend. Das macht Sinn. Sie haben alle ihre eigene Nische, nicht wahr? Key könnte für bestimmte Aufgaben großartig sein, aber Suchmaschinen haben in einigen Bereichen immer noch einen Vorteil. Exakt. Ich denke, sie werden sich am Ende eher ergänzen, als dass eines das andere vollständig ersetzt. Zumindest in naher Zukunft. Gute Perspektive. Es wird faszinierend sein zu sehen, wie sich die Landschaft im Zuge der Weiterentwicklung der Technologie entwickelt. Definitiv. Ich bin gespannt, wie sich das alles entwickelt. Aber im Moment verlasse ich mich immer noch ziemlich stark auf die guten alten Suchmaschinen. Lektion 16. Fortschritte im Frauensport. Hey Anna, hast du den Artikel über die Geschichte der Frauen im Sport gesehen?
Nein, habe ich nicht. Was stand da? Darin wurde hervorgehoben, wie viele Fortschritte trotz einiger in der Vergangenheit eher veralteter Ansichten erzielt wurden. Oh wirklich? Über welche veralteten Ansichten sprechen wir? Nun, offenbar hielt Coubertin, der Gründer der modernen Olympischen Spiele, den Anblick von Frauen, die an Wettkämpfen teilnehmen, für unnatürlich und für einen Affront gegen das menschliche Auge. Wow, das ist ziemlich schockierend und archaisch. Ich kann nicht glauben, dass jemand mit dieser Einstellung die Olympischen Spiele mitgestaltet hat. Ich weiß, oder? Es zeigt nur, wie weit wir in Bezug auf die Akzeptanz und Inklusion von Frauen im Sport gekommen sind. Absolut. Es ist erstaunlich zu sehen, wie Frauen so viele Barrieren überwunden und ihre Fähigkeiten unter Beweis gestellt haben. Definitiv. Der Frauensport hat in den letzten Jahrzehnten wirklich an Popularität und Respekt gewonnen. Lektion 17. Erste Eindrücke. Hey Anna, ich wollte dich nach etwas fragen. Klar, was ist los? Nun, ich habe neulich mit unserem neuen Kollegen gesprochen und ich habe das Gefühl, dass ich einen falschen Eindruck von ihm bekommen habe. Oh wirklich? Was bringt dich dazu, das zu sagen? Ich weiß nicht, sie wirkten anfangs nur etwas distanziert. Aber je mehr ich mit ihnen interagiert habe, desto mehr wird mir klar, dass sie eigentlich sehr freundlich und sympathisch sind. Ah, ich verstehe. Es ist so einfach, aufgrund anfänglicher Interaktionen voreilige Schlüsse zu ziehen, nicht wahr? Definitiv. Ich glaube, ich hätte sie nicht so schnell beurteilen sollen. Ich bin froh, dass ich mir die Zeit genommen habe, sie besser kennenzulernen. Exakt. Man kann nicht immer anhand des ersten Eindrucks erkennen, wie jemand ist. Wir haben alle unterschiedliche Persönlichkeiten und Komfortniveaus. Das ist ein gutes Argument. Ich sollte daran denken, keine Annahmen zu treffen. Diese Person scheint wirklich nett zu sein, wenn Sie diese anfängliche Schüchternheit überwunden haben. Lektion 18. Medizin und Landwirtschaft. Guten Morgen, Anna. Hast du von den neuesten Fortschritten in der Medizin gehört? Nein, habe ich nicht. Was ist neu? Forscher haben unglaubliche Fortschritte bei der Entwicklung neuer Behandlungen und Heilmittel für viele Krankheiten erzielt. Es ist wirklich aufregend. Das sind großartige Neuigkeiten. Was ist mit der Agrar- und Lebensmittelindustrie? Ich habe gelesen, dass sie auch große Fortschritte machen. Unbedingt. Neue Anbaumethoden und Technologien tragen dazu bei, die Ernteerträge zu steigern und die Ernährungssicherheit auf der ganzen Welt zu verbessern. Faszinierend. Ich bin wirklich neugierig, mehr zu erfahren. Wie werden sich diese Fortschritte Ihrer Meinung nach in den kommenden Jahren auf unser Leben auswirken? Nun, ich glaube, sie werden unsere Lebensqualität erheblich verbessern. Stellen Sie sich vor, Sie hätten Zugang zu einer besseren Gesundheitsversorgung und reichlicheren, nahrhafteren Lebensmitteln. Es ist wirklich bemerkenswert. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, was die Zukunft in diesen Bereichen bereithält. Ich auch nicht. Die Zukunft sieht rosiger aus als je zuvor. Lektion 19. Picknickplanung. Hey Anna, hast du dieses Wochenende Zeit? Ich dachte, wir könnten ein Picknick machen. Das klingt nach einer wunderbaren Idee. Was hattest du im Sinn? Ich dachte, wir könnten in den Park am See gehen. Es ist so ein wunderschöner Ort.
Klingt perfekt. Sollen wir ein paar Snacks und Getränke mitbringen? Unbedingt. Wir sollten ein paar Sandwiches, Obst und vielleicht ein paar Kekse oder Chips einpacken. Tolle Idee. Und sollten wir auch ein paar Spiele zum Spielen mitbringen? Definitiv. Ein Frisbee oder ein Brettspiel würden viel Spaß machen. Hervorragend. Ich mache eine Liste mit allem, was wir packen müssen. Das wird ein fantastisches Picknick. Ich kann es kaum erwarten. Das wird ein toller Tag. Lektion 20. Wochenendtrip. Hallo Anna, bist du bereit für unseren Wochenendtrip? Darauf kannst du wetten. Ich kann es kaum erwarten, die Stadt für ein paar Tage zu verlassen. Ich auch nicht. Es wird so schön sein, einen Tapetenwechsel zu haben. Absolut. Wie lange dauert es, zur Kabine zu kommen? Ungefähr 1,5 Stunden. Wir sollten also sicherstellen, dass wir genügend Zeit einplanen. Okay, gut zu wissen. Und müssen wir viele Klamotten mitbringen? Nicht zu viel, nur ein paar lässige Outfits zum Wandern und Relaxen. Ich hab's. Dann packe ich etwas Leichtes ein. Das wird so ein lustiges Wochenende. Ich stimme zu. Es wird großartig sein, sich zu entspannen und die Natur zu genießen. Lektion 21. Schuhe einkaufen. Hey Anna, wie läuft der Schuhkauf? Nicht großartig, um ehrlich zu sein. Ich war in ein paar Geschäften, aber ich habe noch nicht das perfekte Paar gefunden. Oh, das ist schade. Nach welcher Art von Schuhen suchst du? Ich suche ein neues Paar bequeme, stylische Wanderschuhe. Aber sie sind einfach so schwer zu finden. Ich verstehe. Nun, lass dich nicht entmutigen. Ich bin sicher, du wirst irgendwann die richtigen finden. Das hoffe ich. Ich durchsuche jetzt seit Tagen die Geschäfte. Nun, bleibt dran. Vielleicht versuchen Sie es in einem anderen Geschäft oder schauen Sie auch online nach. Gute Idee. Ich werde meine Suche erweitern. Ich drücke die Daumen, dass ich bald das perfekte Paar finde. Ich bin mir sicher, dass du das tun wirst. Gebt nicht auf. Lektion 22. Gartentipps. Hey Anna, mir ist aufgefallen, dass deine Pflanzen wirklich gesund aussehen. Was ist dein Geheimnis? Nun, ich habe im Laufe der Jahre ein paar Tricks gelernt. Das Wichtigste ist, sicherzustellen, dass sie die richtige Menge Wasser bekommen. Ah, ich verstehe. Das macht Sinn. Ich habe in letzter Zeit Probleme mit meinen Zimmerpflanzen. Wirklich. Welche Probleme haben Sie? Sie scheinen ziemlich schnell auszutrocknen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich sie zu viel oder zu wenig bewässere. Okay. Überprüfen Sie zuerst den Boden, bevor Sie gießen. Wenn es noch feucht ist, zögern Sie, mehr hinzuzufügen. Ich hab's. Und wenn der Boden trocken ist? Dann lassen Sie sie gut einweichen. Achten Sie aber auch darauf, nicht zu viel zu gießen. Es geht nur darum, diesen Sweet Spot zu finden.
Exzellente Beratung. Das werde ich in Zukunft auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Lektion 23. Eingewöhnung. Hey Anna, ich bin so erleichtert, dass wir diese tolle Wohnung gefunden haben. Es ist eine Sache weniger, über die man sich Sorgen machen muss. Ich weiß, es fällt mir eine Last von den Schultern. Die Lage ist perfekt und die Miete ist angemessen. Definitiv. Jetzt können wir uns aufs Auspacken und Einleben konzentrieren. Absolut. Ich bin froh, dass wir uns entschieden haben, Umzugsfirmen einzustellen. Das macht den gesamten Prozess viel einfacher. Ich auch. Es war die zusätzlichen Kosten wert, sie die schwere Arbeit erledigen zu lassen. Einverstanden. Apropos, hast du daran gedacht, alle Kartons zu beschriften? Das wird das Auspacken zum Kinderspiel machen. Ja, ich habe darauf geachtet, alles klar zu kennzeichnen. Wir werden so gut organisiert sein, dass du beeindruckt sein wirst. Haha, ich habe keinen Zweifel. Du bist der Meister der Effizienz. Nun, ich versuche es. In Ordnung, lass uns an die Arbeit gehen. Je früher wir auspacken, desto eher können wir anfangen, unsere neue Wohnung zu genießen. Lektion 24. Selbstverbesserung. Hey Anna, ich habe in letzter Zeit viel über Selbstverbesserung nachgedacht. Oh, wirklich? Was hat dich daran interessiert? Nun, mir wurde klar, dass ich bei mir selbst beginnen muss, um meine Beziehungen zu anderen zu verbessern. Das ist ein gutes Argument. Die Arbeit an unserem persönlichen Wachstum kann uns wirklich helfen, besser mit unseren Mitmenschen in Kontakt zu treten. Exakt. Ich möchte mich darauf konzentrieren, achtsamer zu sein, Empathie zu üben und besser mit meinen Emotionen umzugehen. Das sind alles fantastische Ziele. Ich stimme voll und ganz zu, dass es mir hilft, mehr Kontrolle über mein Leben zu haben. Absolut. Und das Beste daran ist, dass die Veränderungen, die wir für uns selbst vornehmen, sich positiv auf unsere Beziehungen auswirken. Definitiv. Es ist wie eine Win-Win-Situation. Ich bin wirklich stolz darauf, dass Sie diese Initiative ergriffen haben. Danke. Ich bin gespannt, wohin mich diese Reise führt. Sollen wir ein Brainstorming über einige konkrete Aktionsschritte machen? Lektion 25. Essentials für den Strandtag. Hey Anna, bist du bereit für unseren Strandausflug morgen? Fast. Ich muss nur überprüfen, ob ich alles habe, was wir brauchen. Hört sich gut an. Was steht bisher auf deiner Packliste? Nun, ich habe die Strandtücher, Sonnencreme und unseren tragbaren Lautsprecher abgedeckt. Toll, ich kann die Sonnencreme nicht vergessen. Morgen wird es heiß hergehen. Absolut. Ich habe sogar das extra starke Zeug bekommen. Wir wollen keinen Sonnenbrand. Definitiv nicht. Sollten wir der Liste noch etwas hinzufügen? Vielleicht ein paar Snacks und Getränke, um uns mit Energie zu versorgen? Gute Entscheidung. Und vergiss nicht den Frisbee oder den Ball zum Herumwerfen. Lektion 26. Rauchfreie Räume. Hey Anna, hast du von dem neuen Gesetz gehört, das das Rauchen an öffentlichen Orten verbietet? Ja, habe ich.
Ich denke, das ist ein wirklich wichtiger Schritt, insbesondere für den Schutz der Gesundheit der Menschen. Definitiv. Ich kann mir nicht vorstellen, wie schwierig es für Menschen mit kleinen Kindern sein muss. Exakt. Passivrauchen kann so schädlich sein, besonders für die Entwicklung der Lunge. Absolut. Und es sind nicht nur die Kinder, auch Erwachsene mit Atemwegserkrankungen sind gefährdet. Das ist ein gutes Argument. Ich freue mich, dass das Gesetz darauf abzielt, rauchfreie Umgebungen zu schaffen. Ich auch. Es wird einige Anpassungen erfordern, aber ich denke, auf lange Sicht lohnt es sich. Ich stimme zu. Jetzt müssen sich die Leute keine Sorgen mehr machen, in der Öffentlichkeit durch Rauchwolken zu gehen. Exakt. Es wird unsere Gemeinde zu einem gesünderen und inklusiveren Ort für alle machen. Lektion 27. Verständnis klären. Hallo Anna, ich möchte sichergehen, dass ich die wichtigsten Punkte unserer Diskussion von vorhin verstanden habe. Okay, großartig. Machen Sie weiter und wiederholen Sie, was Sie weggenommen haben, und ich lasse Sie wissen, ob Sie es richtig gemacht haben. In Ordnung, lass mich sehen. Zuerst haben wir darüber gesprochen, wie wichtig es ist, sich selbst zu verbessern und wie sich dies positiv auf unsere Beziehungen auswirken kann. Ja, das ist richtig. Wir haben besprochen, wie die Arbeit an unserem persönlichen Wachstum, wie zum Beispiel mehr Achtsamkeit und Empathie, uns helfen kann, besser mit anderen in Kontakt zu treten. Ich hab's. Und dann haben wir auch über das neue Gesetz gesprochen, das das Rauchen an öffentlichen Orten verbietet und wie gut das für den Schutz der Gesundheit der Menschen ist, insbesondere für Kinder und Menschen mit Atemwegserkrankungen. Absolut. Das hast du wirklich gut zusammengefasst. Ich bin froh, dass wir auf derselben Seite sind. Fantastisch. Ich wollte nur sicher gehen, dass ich die wichtigsten Punkte verstanden habe. Lassen Sie mich wissen, ob ich noch etwas klären sollte. Nein, ich glaube, du hast alles. Nette Arbeit, um unser Gespräch zusammenzufassen. Großartig. Danke, Anna. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, um sicherzustellen, dass ich alles richtig verstanden habe. Lektion 28. Konkursprobleme. Hey Anna, hast du von den Gewerkschaften in Großbritannien gehört? Offenbar sind sie nicht mehr frei, ihr Schicksal selbst zu bestimmen. Oh, wirklich. Das ist beunruhigend. Was ist passiert? Es scheint, dass ihr Handeln das Land an den Rand des Bankrotts gebracht hat. Die Regierung musste eingreifen und Beschränkungen verhängen. Wow, das ist eine ziemlich dramatische Wendung der Ereignisse. Ich frage mich, was überhaupt zu dieser Situation geführt hat. Soweit ich weiß, haben die Gewerkschaften Forderungen gestellt, denen die Regierung einfach nicht nachkommen kann. Es ist ein echtes Durcheinander. Das ist eine Schande. Ich dachte immer, Gewerkschaften sollten die Rechte der Arbeitnehmer schützen und nicht ein Land an den Rand des finanziellen Ruins treiben. Exakt. Es zeigt nur, dass selbst gut gemeinte Organisationen am Ende mehr Schaden als Nutzen anrichten können, wenn sie nicht vorsichtig sind. Ich hoffe, Sie finden einen Weg, das zu lösen, bevor es zu spät ist. Die Folgen könnten für das gesamte Land verheerend sein. Ich auch. Es ist rundum eine schwierige Situation, aber ich schätze, wir müssen einfach abwarten, wie sich das alles entwickelt. Lektion 29.
Die notwendigen Daten. Hey Anna, hast du alle notwendigen Daten für unser Projekt gesammelt? Hallo John, ja, das habe ich. Ich habe darauf geachtet, alle wichtigen Punkte abzudecken. Hervorragend, das ist toll zu hören. Haben Sie auch mögliche Probleme in Betracht gezogen, die auftreten könnten? Gute Frage, John. Ich habe versucht, einige Herausforderungen vorherzusehen und Notfallpläne aufgenommen. Wunderbar, deine Liebe zum Detail ist wirklich beeindruckend. Danke, ich bin froh, dass ich gründlich sein konnte. Gibt es sonst noch etwas, das ich mir ansehen soll? Das glaube ich nicht. Sie haben hervorragende Arbeit geleistet, indem Sie alles zusammengebracht haben. Das weiß ich zu schätzen, John. Lassen Sie mich wissen, wenn weitere Bedürfnisse auftauchen, wenn wir weitermachen. Das werde ich tun. Mit Ihrer großartigen Arbeit entwickelt sich das zu einem wirklich starken Projekt. Lektion 30. Die Verantwortung guter Bürger. Hey Anna, was sind deiner Meinung nach die wichtigsten Aufgaben eines guten Bürgers? Nun, hallo John, ich glaube, dass die Einhaltung der Gesetze sicherlich ein wesentlicher Bestandteil eines guten Bürgers ist. Das ist ein gutes Argument. Denken Sie jedoch, dass mehr dahinter steckt, als nur die Regeln zu befolgen? Absolut. Ich denke, ein guter Bürger sollte sich auch aktiv in seiner Gemeinde engagieren. Interessant. Kannst du näher erläutern, wie das aussehen könnte? Zum Beispiel Freiwilligenarbeit, Stimmabgabe und Interessenvertretung für wichtige Zwecke. Ich verstehe. Es geht also nicht nur darum, passiv dem Gesetz zu folgen, sondern eine aktivere Rolle zu übernehmen. Exakt. Wahre Staatsbürgerschaft beinhaltet sowohl Rechte als auch Pflichten. Ich stimme zu. Es ist ein durchdachtes und nuanciertes Thema. Es gibt viel zu beachten. Lektion 31. Ein Geschenk auswählen. Hallo Anna, hast du darüber nachgedacht, was du zum Geburtstag deiner Schwester bekommen kannst? Noch nicht, ich bin mir nicht sicher, was sie möchte. Hast du irgendwelche Vorschläge? Nun, vielleicht sollten wir ihre Vorlieben berücksichtigen. Für welche Dinge interessiert sie sich? Ich glaube, sie liest gern. Vielleicht könnten wir ihr ein neues Buch besorgen, das sie sich gewünscht hat. Das ist eine tolle Idee. Welche Art von Büchern mag sie? In letzter Zeit steht sie sehr auf Kriminalromane. Vielleicht könnten wir einen neuen Bestseller in diesem Genre finden. Okay, schauen wir in der örtlichen Buchhandlung nach, was sie haben. Ich bin sicher, wir finden etwas, das sie lieben wird. Hört sich gut an. Ich weiß es zu schätzen, dass du mir hilfst, das perfekte Geschenk für sie auszuwählen. Gar kein Problem. Ich helfe Ihnen gerne bei der Auswahl von etwas Durchdachtem. Lektion 32. Juwelen online ausleihen. Hey Anna, hast du dir die neue Website für Ferienwohnungen angesehen? Hört sich in der Tat gemütlich an. Hallo John, habe ich. Die Angebote sehen toll aus. Einige dieser Hütten im Wald sehen perfekt für einen Wochenendausflug aus. Ich stimme zu. Wie wäre es mit den Essensmöglichkeiten in der Nähe dieser Mietunterkünfte?
Haben Sie gute lokale Restaurants entdeckt? Oh ja, es gibt einige hochbewertete Restaurants in der Nähe. Ich suche nach einem Restaurant, das direkt vom Bauernhof auf den Tisch kommt und köstliche saisonale Gerichte serviert. Das Wasser läuft köstlich. Das klingt genau nach meinem Geschmack. Ich träume schon davon, Ihre speziellen Cocktails auf der Terrasse zu probieren. Das gleiche hier. Diese Mietobjekte verkaufen mich wirklich auf einen kleinen Kurzurlaub auf dem Land. Absolut. Ich glaube, ich bin überzeugt, Zeit, mit der Planung unserer nächsten Reise zu beginnen. Wunderbar, ich kann es kaum erwarten. Das wird lustig werden. Ich auch nicht. Ich werde anfangen, nach Terminen zu suchen, die für uns beide funktionieren. Lektion 33. Kostbare Freiheiten. Guten Morgen, Anna. Hast du den Nachrichtenbeitrag über Bürgerrechte gesehen? Guten Morgen, John, das habe ich. Es hat wirklich zum Nachdenken angeregt, nicht wahr? Definitiv. Die Vorstellung, jahrelang ohne Anklage inhaftiert zu werden, ist erschreckend. Ich stimme zu, das ist ein schrecklicher Machtmissbrauch. Jeder Mensch verdient die Freiheit, seine eigenen Entscheidungen zu treffen. Exakt. Diese hart erkämpften Rechte und Freiheiten sind so wertvoll. Wir können sie nicht als selbstverständlich ansehen. Absolut. Es ist eine Erinnerung daran, beim Schutz unserer demokratischen Werte wachsam zu bleiben. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Es ist ein Kampf, der leider noch lange nicht vorbei ist. Leider stimmt das. Aber wir müssen uns weiter für eine gerechtere, freie Gesellschaft einsetzen. Ohne Zweifel. In diesem andauernden Kampf zählt jede Stimme und jede Stimme. Lektion 34. Dein Profil erstellen. Hallo Anna, hast du in letzter Zeit an deinem Online-Profil gearbeitet? Hallo John, habe ich. Es ist wichtig, eine Mischung von Inhalten zu haben, um verschiedene Aspekte zu präsentieren. Ich stimme zu, Abwechslung ist der Schlüssel. Was für Dinge hast du aufgenommen? Nun, ich habe ein paar lustige Hobbyfotos, ein paar professionelle Headshots und sogar eine kurze Biografie. Toll, das klingt nach einer tollen Balance. Wenn Sie es vermischen, wird Ihr Profil viel ansprechender. Definitiv. Ich möchte, dass es den Leuten ein umfassendes Gefühl dafür gibt, wer ich bin. Kluger Schachzug. Diese persönliche Note kann wirklich einen Unterschied machen. Exakt. Es geht darum, auf authentische Weise ihr Bestes zu geben. Definitiv. Ich bin sicher, dein Profil sieht erstklassig aus. Gut gemacht. Lektion 35. Unrechtmäßige Inhaftierungen. Guten Morgen, Anna. Hast du den Bericht über unrechtmäßige Inhaftierungen gesehen? Guten Morgen, John, das habe ich. Das ist ein wirklich beunruhigendes Thema, nicht wahr? Absolut. Die Vorstellung, dass Menschen jahrelang ohne Anklage festgehalten werden, ist entsetzlich. Ich stimme zu. Es ist eine eklatante Verletzung der grundlegenden Bürgerrechte. Niemand sollte das ertragen müssen. Exakt. Diese rechtswidrigen, unbefristeten Inhaftierungen widersprechen der Gerechtigkeit. Vollständig.
Es ist eine deutliche Erinnerung daran, wie fragil unsere Freiheiten sein können. Zweifellos. Wir müssen wachsam bleiben, um diese hart erkämpften Rechte zu schützen. Definitiv. Jeder Bürger hat die Verantwortung, diese demokratischen Prinzipien zu wahren. Gut gesagt. Es ist ein andauernder Kampf, aber einer, der entscheidend ist, um weiter zu kämpfen.